Zeichen göttliche Gesellschaft. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Okay. Besides, there is no address here. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Ja, auf nach Kew Gardens. Auf geht's. Jetzt haben wir wieder einen Tobi im Gepäckraum, im Schoßgepäck, im gleichen Gepäckraum, wie wir auch sitzen. Spaß beiseite. Nein, beide lesen sie ihre Bücher, also ihre Notizen. Fortfahren. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Man muss ja schauen. So. Da. Schauen wir mal, wo die Spur Tobi verfolgt hingeht. Schauen. Versteck schnüffeln. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Okay. Also ich glaube, wir müssten mal zu unserem Kumpel hier gehen und dem mal ein paar Fragen stellen. Ne? So, beantworte mir mal. Was das Mr. Hamish, Ding hier soll. was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Cool. Starke Verbindung zu Kew Gardens. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that.
They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Are you aware of the Divine Syndicate? Göttliche The Gesellschaft. divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A Büste. bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Cool. It is strange, because Wo I steht eine recovered a Büste? fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay. Es gehört ganz sicher nicht zu deinem Aufgabenbereich, du Vogel, du. Vergiftung, tödliche Pflanzen gestohlen. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Ja, das ist ja durchaus möglich. Ja, aber ich würde... Schau erstmal... Befragt die noch eine Runde. Das ist doch das, was wir wollen, genau. So, reden wir mal mit dir. Albert. I perceive that you are passionate about the Royal Sehnsucht nach Navy. der Marine. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Cool. Eine Zukunft liegt hier. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ach so, genau. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Tell me, have you ever heard of the Die Divine göttliche Syndicate? Gesellschaft? Hm? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay. Dann gehen wir mal zu Kleinen. Was dieser dazu zu sagen hat. Ja, wie immer da umeinander laufen. Ist der jetzt außer Atem? Komm mal, was? So, was hast du zu sagen? Oder wem The willst du die Divine Schuld Syndicate. zuschieben? Does that name Göttliche mean anything to Gesellschaft? you by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss.
Okay. Alberts Demütigung. Alberts Ambiente. Alberts Motiv. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinem Vater und dann. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich bei der Royal Navy anzuschließen. Doch der Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch für die Nachfolge seines Vaters als Direktor vom Kindergarten übernehmen können. Der neue Direktor, Hamish Band. Hamish Motiv. Martin Hamish hatte ein Motiv. Er glaubte, dann hat ihm sein Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Garten übernehmen, wusste jedoch, dass das nicht möglich war, solange dann lebt. Okay. Zweitstudium. Mal Alberts Ambiente Vergiftung. Nee, hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Kann man natürlich spekulieren. Aber das will ich doch nicht. Aber wir gehen hier mal weiter. A ventilation system. Schauen, ob wir It should jetzt regulate the temperature of the staff buildings. Okay. Nein. Also wir fahren jetzt wieder nach Baker Street, um die Chemikalie zu analysieren oder die Rest in dem Glas noch drin. Da öffnen wir nochmal die Herleitung. Wenn es Vergiftung. Tödliche Pflanzengiftstuhl. Hä? Vergiftung müsste weit. Okay, das passt gar nichts zusammen. Tödliche Pflanzen gestohlen. Mrs. White. Ja, passt gar nichts, keine Ahnung. Dann behalte mal. Fortfahren. Analysieren wir es mal eine Runde, oder? Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Pimpette. Nehmen. Benutzen. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Inhalieren. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound.